herzlich willkommen. Mein Name ist Kati und ihr seid auf meinem Kanal Katis Diamond Stories. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Für alle, die neu sind, herzlich willkommen. Ich zeige jeden Dienstag ein Video zum Diamond Painting und jeden Samstag ein Video zu meinen Häkelprojekten. Nur so als kleine Info. Ich kennzeichne aber immer die Videos. Bei Diamond Painting steht natürlich Diamond Painting dabei und bei dem Häkeln steht dann meine Projekte. Ja, daran seht ihr halt den Unterschied. Aber nun sind wir beim Diamond Painting. Ich wollte euch noch ein Bildchen vorstellen, was jetzt ganz gut zu einem kommenden Event passt. Und zwar von der lieben Heidi und Karat Art. Oder macht es nur Heidi? Also von Craft & Wedding, von dem YouTube-Kanal. Die liebe Heidi macht ein Alice-Event und dazu habe ich bei Diamond Art Club ein passendes Bildchen gefunden. Also das Bildchen hatte ich schon vorher, aber ich dachte, das passt ja sehr gut zu diesem Event. Deswegen dachte ich, stelle ich euch das kleine Bildchen kurz vor. Es ist noch komplett zu. Ich habe es noch nicht geöffnet. Ich dachte, das machen wir dann zusammen. Den Karton kennt ihr. Hier sind nochmal How It Works auf der Rückseite des Kartons drauf. Sowie kleinere Informationen für uns. Hier seht ihr nur mal ihr Logo, Diamond Art Club, Do What Make Your Sparkle. Und hier haben wir noch einen kleinen 10% Code. Hier vorne seht ihr es schon, das Kit ist eckig, hat den eckigen Diamant sozusagen und hat auch ist hier in Blau gehalten. Meine Güte, heute fehlen mir die Worte. Schlimm. Ja, und dann holen wir das gute Stück mal raus. Damit wir es uns besser anschauen können. Ja, alle Informationen zu dem Event von der lieben Heidi findet ihr bei ihr auf ihrem Kanal. Und da könnt ihr euch ja, wenn ihr da gerne mitmachen wollt, ein bisschen schlau machen. Sie hat auch eine Facebook-Gruppe dazu gegründet. Oh, hier wird durch den Karton geschnitten. Und das startet, glaube ich, am 15. Januar, das Event. Und da geht es um Alice. Hier seht ihr es schon gleich, hier ist ein süßer kleiner Sticker dabei vom Diamond Art Club, der nochmal alles enthält, also den Namen von dem Bild, sowie den Künstler Jojo S. Art, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, dann die Form vom Diamanten, Square, also quadratisch, und das Bildchen hat eine Größe von 51 x 71 und hier ist auch so ein kleines Vorschaubild mit dabei. Das könnt ihr ja nehmen, um in euer Logbook zu kleben oder. Manche kleben sich das auch auf die Kiste, je nachdem, wofür ihr das gerne nutzen möchtet. Holen wir mal die Leinwand raus. Die Leinwand kam noch mal gut verpackt in ihrem kleinen Säckchen, sozusagen in ihrem kleinen Plastiktütchen. Hier lest ihr es nochmal. Diamond Art Club, Do What Make Your Sparkle. Finde ich immer ganz praktisch, denn da drin kann man sie auch gut aufbewahren. Hier ist noch das Toolkit, das hatte ich eben noch mit rausgeholt. Und hier ist die Leinwand. Wir legen sie gerade einmal verkehrt rum hin.
dass ich das schön auslegen kann. Und in der Zeit, wo sich die Leinwand so ein bisschen auslegt, schauen wir uns einfach mal unser Toolkit an. So, wir haben hier auch noch die Steinchen sowie die Stickerlegende. Und hier seht ihr auch noch dieses Thank You Heftchen von Diamond Art Club. Einmal nochmal mit den Kit Contents sowie ein kleines Erklärvideo, die VIP-Gruppe, eine Step-by-Step Instructions und Tipps und Tricks und hier unten nochmal dieser Thank You Code, wenn ihr bestellen möchtet. Das hier sind die beiden QR-Codes für die App, einmal für iPhone und einmal für Android. Genau. Den Sticker-Sheet haben wir hier auch noch. Hier seht ihr es nochmal. Into Wonderland. Anstatt ein Enddatum nochmal das Bild ein bisschen größer als hier auf diesem kleinen Sticker-Sheet. Hier steht dann auch nochmal drauf die Diamantenform sowie die Größe und die Bildnummer. Diese Bildnummer, die findet ihr auch hier auf den Steinchen. Da ist einmal der Name von dem Bild und auch nochmal die Bildnummer. Unser Bild hat 49 Farben und davon sind 2 AB-Farben mit dabei. Hier oben 2 Stück. Diamond Art Club hat alles, was unter 150 ist, sind ihre AB-Farben und alles über 150 ist die normale DMC. Genau. Die Sticker hier sind schon vorgestanzt, das heißt, die könnt ihr einwandfrei nehmen und auf eure Döschen oder auf euer Sortiersystem kleben, wenn ihr das möchtet. Ja, schauen wir uns mal das Toolkit an. Wir haben hier hinten auf dem Toolkit nochmal draufstehen, was alles mit dabei ist, was hier alles mit drin ist. Da wir ein eckiges Kit haben, haben wir eine Tweezer mit dabei, also eine Pinzette. Bei dem runden Kit ist das nicht der Fall. So, einmal leer. Wir haben einmal ganz viele Tütchen. Das ist eine ordentliche Menge. Wir haben einen blauen Stift mit dieser weichen Halterung mit dabei, sowie den 4er Aufsatz und den 7er Aufsatz. Den könnt ihr dann entweder hier vorne wechseln oder ihr macht ihn hier hinten mit drauf. Das geht natürlich auch. Ja. Dann haben wir hier ein, ach das ist ja süß, ein süßes Washi Tape mit den, ja, ich will sie immer Lauchblumen nennen, aber das ist falsch. Die haben einen anderen hübschen Namen. Aber ich finde die immer sehr schön, wenn die blühen. Sehr schön. Hier ist noch das Wachs in der Herzchendose. Es sind 2 Plättchen drin, 2 dicke Plättchen. Denkt daran, dass ihr die Folie abzieht, bevor ihr ihn benutzt. Und die könnt ihr dann auch wieder drauf machen, dann hält er sich ein bisschen besser. In einem praktischen kleinen Döschen. Ein normales weißes Schiffchen mit einem Stopper, den ihr schön nutzen könnt. Und dann haben wir natürlich noch die Zange. Hier auch nochmal mit Diamond Art Club.
auf beiden Seiten geprägt. Ein kleiner Schutz und die Spitze von der Pinzette. Ich finde die Pinzetten von Diamond Art Club sehr angenehm. Die sind schön, benutze ich auch gerne und auch nicht nur fürs Diamond Painting. Also wenn man mal irgendwie eine Pinzette braucht, finde ich, sind die wirklich sehr, sehr praktisch. Und hier haben wir noch einen kleinen süßen Coverbinder. Die kleinen Tulpen. Ich finde, das sind Tulpen. Hinten Magnet, um die Folie zurückzuhalten. Wirklich sehr goldig. So, das wandert alles nochmal hier rein. Und dann kommt das auch rüber. Dann können wir nämlich hingehen und unsere Leinwand mal umdrehen. So, rutschen wir mal ein Stückchen nach da. Ihr seht es, hier ist die kleine Alice, die sozusagen, ja, ich stelle mir vor, dass die in dieses Lichtertor reingeht. Und oben drüber ist die Grinsekatze. Die so, ja, sieht so ein bisschen aus, als würde sie hier ihre Fängen nach der Alice ausstrecken. Hier, das sind aber die Bäume. Finde ich sehr hübsch. Ein bisschen gruselig, aber trotzdem schön. Genau. Die Leinwand von Diamond Art Club ist von hinten wirklich sehr schön. Die ist so ein bisschen wie so eine Art Nickelstoff. Sehr angenehm. Sie ist abgesteppt. Also eine wirklich schöne Leinwand. Sie glitzert. Ich meine, das sieht man jetzt gerade nicht so gut, aber sie glitzert. Dann haben wir hier oben nochmal den Slogan von Diamond Art Club. Do what makes you sparkle. Diamond Art Club und ihren Diamanten. Wenn wir dann weiter an der Leinwand runtergehen, auf der linken Seite haben wir unsere Legende. Einmal, hier steht Serialnummer, also einmal die Nummer von, jetzt bin ich gerade am Überlegen, nicht von den Tütchen, sondern einfach mal die Nummer. Dann das Symbol zum Painten und hier ab der 310 sozusagen der DMC-Code. Wie gesagt, diese beiden Nummern gehören nicht dazu, die sind von Diamond Art Club, weil das die AB-Farben sind. Die AB-Farben sind Aurora Borealis, die Steinchen zeige ich euch aber gerne. Diese Legende, die wir hier links haben, also links oben, haben wir auch rechts unten. Die ist genauso aufgebaut wie die links. Also auch die Nummer, das Symbol und der Colorcode. Und da seht ihr dann auch wieder die Zeichen. Ja. Hier seht ihr mal den Druck. Es ist wirklich alles gestochen scharf, finde ich. Also wirklich toll. Sehr schön. Wenn wir von der rechten Seite hier weiter nach unten gehen, haben wir sozusagen am Ende von unserer Leinwand einmal diese Garantie von Diamond Art Club. Also eine lebenslange Garantie steht hier. Dann haben wir einmal die Social Media Kanäle von Diamond Art Club.
Und hier nochmal für die nächste Bestellung sozusagen ein 10% Code. Und hier haben wir nochmal alle Daten zu unserem Bild. Also einmal unser Bild, wie es aussehen soll, dann die Bildnummer, der Name Into Wonderland, die Größe 51 x 71 cm, Jojo's Art mit dem C, dass das lizenziert ist, und Diamond Art Club. Hier haben wir nochmal den Druck. Wirklich toll. Kleber ist super. Sehr. Ich finde, aber heute ist es auch kühl bei mir. Er ist recht feste. Aber wenn das nachher ein bisschen wärmer ist, also das Bild, wenn das dann draußen liegt und bei Raumtemperatur ist, dann ist das Ganze auch ein bisschen noch geschmeidiger. Ja. Wie ihr seht, haben wir viele dunklere Farben, aber auch ein Grün und Blau ist mit dabei, was ich sehr schön finde. Aber eben, ich bin mal gespannt, wie viel 310 wir haben. Denn wenn man da mal schaut, hier diese Konturen, auch hier jetzt von dem Pilz, ich weiß gar nicht, ob man das so gut sieht jetzt hier. Hier, das ist alles 310. Genauso wie hier oben am Bild. Ja. Die 310 und hier das Symbol C. Das ist die 939. Also ein bisschen dunkleres Blau. Ja, ich zeige euch mal das Bild komplett. Ich hoffe, ich kriege es hin. Also wir starten hier unten und dann bis dorthin. Und ich finde hier das sieht so ein bisschen aus wie die Pranken der Katze, die nach der Alice greift. Und dadurch, dass die Augen dann so Rauch ausstoßen, finde ich, wirkt das schon ein bisschen gruselig. Und die Alice, das sieht so aus, als würde sie ganz vorsichtig reingeht, weil sie ja auch die Hand hebt so und sich versucht so ein bisschen abzustützen, finde ich. Das sieht schon, ja, ist ein sehr schönes, sehr, sehr schönes Bild. Ich bin nur mal gespannt, ob das nicht insgesamt vielleicht durch das Dunkle vielleicht ein bisschen dunkel wirkt. Aber da kann man sich ja überraschen lassen. Ich glaube, wenn das nachher gelegt ist, das Bild, sieht das definitiv gut aus. Genau. Das war die Leinwand. Dann würde ich sagen, starten wir mit den Steinchen. Ich hatte euch ja eben gesagt, dass diese Nummer hier, die Bildnummer auch hier mit drauf ist und auch hier auf den Steinchen mit drauf ist. Was ich persönlich sehr praktisch finde, denn ihr könnt es dann getrennt aufbewahren. Ich bewahre die Sachen meistens zusammen auf, also Leinwand und Steinchen. Bei den großen Bildern bewahre ich zusammen auf. Aber bei den kleinen mache ich es auch getrennt. So, holen wir mal raus. Und was uns als erstes anlächelt, ist die 939. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5 Päckchen. Ich wollte schon 6 sagen, aber es sind 5 Päckchen. Mit der 939. Das ist schon einiges. Dann haben wir die 823. Das ist, wenn ihr das jetzt mit der 939 seht, auch nochmal ein Blauton, aber ein bisschen mehr Blau. Hier ist es ja wirklich ein ganz, ganz dunkles Blau. Also ein schwarz-blau, dunkelblau. Ja. Davon haben wir 2 ganze Päckchen und dann kommen wir schon an die 310, also an unser Schwarz.
1, 2, 3, 4, 5, 6 Päckchen. Das ist auch ordentlich. 6 Päckchen mit super dunkel. Das heißt schon einiges. Dann haben wir noch mal einen schönen Blauton, die 803, die 992, ein schöner Grünton, die 312, nochmal so ein Jeansblau, ein dunkles Jeansblau, die 3814, auch ein schönes Grün, die 993, das ist auch ein schönes Grün, schön hell. Ich glaube, die harmonieren gut zusammen. Dann haben wir hier unsere erste AB-Farbe, die 141, ein Weiß, und die 775, ein ganz zartes Blau. Und da seht ihr auch mal die Qualität von den Steinchen. Die ist wirklich top. Wirklich sehr schön. Dann kommen wir zum zweiten Strang. Das ist die 3811. Ja, ich finde, das sieht so graublau, vielleicht auch ein bisschen grünlich aus. Dann haben wir die 3799, ein dunkles Grau. Die 890, ein schönes Waldgrün. Die 938, ein schöner Braunton. Die 413, auch ein Grau. Die 3371, ist ein schönes Braun. Ein schönes warmes Braun, finde ich. Dann haben wir die 519, ein Blau. Die 598, die 991, die 334, die 317, die 699, das ist ein wunderschöner Grünton, die 414, die 322, die 780, die 550, auch ein schönes Lila, die 597, die 898 und die 779. Und dann haben wir noch einen Strang. Hier sind noch mal weniger drin. Das ist die 8841, die 318, die 3826, die 327, die 137, das ist ein AB-Steinchen, ein Aurora Borealis, die 815, die 814, die 3787, die 977, die 3861, die 3755, die 976, die 400, die 3782, die 3024, die 744, die 783, die 972, die 700, hier ist die 700, die 782 und die 832. Hier wurde ein kleines Steinchen. Das wollte nicht mit in die Tüte rein. Tja. Ja, wie gesagt, 49 Farben. Ihr dürft euch nicht wundern, Diamond Art Club
sortiert seine Farben nicht bei der Abfüllung nach DMC, sondern nach dem Gewicht der Steinchen. Aber auf der Legende ist es nach DMC sortiert. Ja? Dann würde ich mal die Schere holen und dann können wir uns mal anschauen, wo unsere beiden AB-Steinchen sitzen. Wir hatten einen schönen blauen AB, der hier ist. Und mal die Steinchen weg. Einen schönen weißen AB. Hier. Heute ist es zwar mal nicht am Regnen bei uns, aber trotzdem recht dunkel. Ich hoffe, dass das so trotzdem geht von den Lichtverhältnissen her. Ich wollte jetzt das Licht nicht anschalten, weil durch die Folie reflektiert das immer so stark. Und dann seht ihr nichts. Ich hoffe jetzt, dass das Licht vom Fenster ausreichend ist. Muss man mal schauen. Ja, wie gesagt, das sind unsere beiden AB-Farben. AB heißt Aurora Borealis Steinchen und hier bei dem Bild sind 2 Steinchen dabei, sozusagen. Also mehrere Steinchen, 2 Nummern. Ihr seht es einmal in Weiß und einmal in Blau. Und die haben so eine kleine Beschichtung, die dann besonders glänzt, wie die Nordlichter. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal, wo unsere 1 und die 2 sind als unser Painting-Symbol. Und dann werden wir wissen, wo sie liegen. Also, die 1 ist unser blauer, die 2 ist der weiße. Das haben wir einmal hier, also wo die Lichtreflexionen sind von unserem Portal. Da ist die 2 überall, also überall, wo es halt etwas heller ist hier. Einmal auch da, wo sie drauf zugeht, auf dieses Portal. Ja. Hier bei den Pilzen ist es drüber. Hier sitzt ein kleines Eichhörnchen, das hat nur so 2, 3 an der Seite. Und vielleicht ist das auch noch oben in der Katze in den Augen. Genau, da sind auch noch so ein paar mit drin. Jetzt habe ich gerade geguckt, ob da vielleicht auch noch die 2 ist, aber nein, bei der Katze jetzt nicht. Aber die 2 ist auch wo vertreten? Ich hatte sie doch eben. Ach, 2, die 1 natürlich. Also die 2 ist das Weiße hier. Das haben wir hier um Alice herum und hier auf den Pilzen bei den Reflexionen, sowie hier oben in den weißen Flächen von den Augen der Katze. Und die 1 ist einmal hier in dem Kleid von Alice mit drin, sowie hier unten rechts in dem Schmetterling. Mal schauen. Aber ich glaube, das war es sogar. Also ihr habt das dann hier unten nochmal, die 1 hier in dem Schmetterling mit drin und hier bei ihr im Kleid. Ich meine, das sind ja auch bei der 1 auch nur so ein paar Steine. Ja. Ich denke, das wird sehr hübsch aussehen. Und wie gesagt, die 2, unser weißer AB, ist hier
an den Pilzen. Hier bei dem kleinen Eichhörnchen, wie gesagt, nur so einzelne. Und einmal hier nochmal und hier um Alice herum, wie sie durchs Portal geht. Und hier bei den Pilzen noch. Sehr schön. Ist ja auch mal ganz angenehm, wenn das Bildchen hier die RB-Steine halt nur in dem relativ hellen hat. Wobei ich sagen muss, wenn die RB-Steinchen schön auf der Fläche von dem Bild verteilt sind, wirkt das auch immer noch mal ganz, ganz toll. Und dann können da auch viele verschiedene drin sein. Und das wirkt trotzdem ganz fantastisch. Ja, ja, das war unser kleines Bild Into Wonderland, das man nehmen könnte für das Diamond Painting Event Alice into Diamond Wonderland. Das, wie gesagt, von der lieben Heidi von Craft & Wedding, dem YouTube-Kanal, ja, ins Leben gerufen wurde. Das Infovideo dazu, das kann ich euch auch gerne mal unten verlinken. Und dann könnt ihr euch das sehr gerne mal anschauen. Ob ich daran teilnehme, das weiß ich noch nicht, weil, wie ihr wisst, ja, ich habe weder Facebook noch Instagram noch TikTok. Und ich komme immer mehr in Versuchung, mir ja, Facebook zu holen, weil man sehr viel immer wieder sieht und hört, ah, guck doch auf Facebook. Ja, ich verlinke das aber in Facebook in der Gruppe. Und deswegen war ich da am Überlegen. Aber wie gesagt, wer weiß, mal schauen. Falls sie das wie bei ihrem letzten Sommer-Event macht, dass man da auch sozusagen per E-Mail teilnehmen kann. Vielleicht mache ich dann so mit. Mal schauen. Ich hätte sogar noch ein Alice-Bild im Angebot, was ich mir mal gekauft hatte. Das zeige ich euch gerne in einem anderen gesonderten Video. Also dann hören und sehen wir uns das nächste Mal, dann vielleicht mit dem anderen Alice-Bild. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr lasst es euch gut gehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne bitte, bitte, bitte ein kleines Däumchen nach oben da. Vielleicht auch einen lieben Kommentar. Das Bild ist ja schon sozusagen ein bisschen älter. Vielleicht habt ihr es schon gepainted und habt da schon ein Ergebnis. Oder vielleicht seid ihr auch hingegangen, habt noch Steinchen ausgetauscht, die euch besser gefallen haben. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Also bis dahin, wir sehen uns, macht's gut!